Hallo zusammen, ein frohes neues Jahr 2024. Ich möchte euch in einem Rückblick mein Jahr in meinen Planern, Journals und Skizzenbüchern 2023 zeigen. Ich hatte ein eigenes kleines Heft für meine Ziele und Visionen und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie sieht mein Leben in 5 Jahren aus und so weiter, zum Ziele setzen, die ich dann in mein Bullet Journal eingetragen habe. Als Thema für mein Bullet Journal 2023 hatte ich ja kleine Vögel. Das Braunkehlchen war der Vogel des Jahres und dementsprechend habe ich meine Titelseite so gestaltet. Ich habe ganz normal geplant mit den Zielen und meiner Reflexion, die fülle ich dann im Anschluss aus. Ja, im Januar hatte ich mich für den Kernbeißer entschieden. Alle meine Setups sieht man ja auch in meinen anderen Videos. Dann hatte ich meine kleinen Dompfeffe als Social Media Tracker. Den Februar, da hatte ich dann das erste Mal so eine boxenhafte Monatsübersicht gemacht. Dann hatte ich noch meinen zweiten Future Log. Und dann kam schon der März. Den März habe ich die Monatsübersicht sehr intensiv genutzt. Das war ein Monat, in dem ich viel geplant habe, in dem ich dann tatsächlich auch mal Dailies dekoriert habe mit Stickern. Und ja, in dem ich sehr gerne in meinem Bullet Journal war. Danach kam der April und da hatte ich dann auf einmal so viel zu tun, dass ich es gar nicht mehr geschafft hatte, den armen Kleiber auszumalen. Und deswegen war das auch das Einzige, wo ich kein Video zu gemacht hatte. Aber ich habe es auch intensiv genutzt. Nur halt ein bisschen farblos. Leider. Ja, im Mai habe ich dann endlich wieder zeichnen können und habe diesen Grünfink gezeichnet. Und auch im Mai habe ich meinen Bullet Journal sehr intensiv genutzt. Da hatte ich ja ein Goethe-Zitat als Dekoration. Und dann kam schon der Juni. Das habe ich auch sehr geliebt, dieses Setup. Und dann kam der Juli. Im Juli fing es dann an, dass ich bei der Monatsübersicht dann ein bisschen ausgestiegen bin. Da hatte ich dann auch nur noch mit Stickern dekoriert, weil sich da mein Beruf auch ein bisschen verändert hatte und ich in ein anderes Planungssystem umgestiegen bin. Das zeige ich euch dann im Anschluss. Ja, beim August-Setup war es so, dieses Setup liebe ich, da bin ich ja dann auf Schwarz-Weiß umgestiegen, aber ich habe dann eigentlich das Bullet Journal erstmal aus Zeitgründen gar nicht mehr so intensiv genutzt. Und das sieht man jetzt an den letzten Monaten. Da habe ich immer nur noch eine Doppelseite gestaltet, wo ich auf der rechten Seite Erinnerungspunkte aufgeschrieben habe und ja im September sogar nur einen sehr kleinen Vogel gezeichnet habe und dann meine Erinnerungen aufgeschrieben habe. Genau. Im Oktober sieht man das auch, das war jetzt eine schnellere Skizze von der Kohlmeise, aber da hatte ich wenigstens wieder einen kleinen Spruch geschrieben für den Oktober. Und ja, im November die Amsel, die liebe ich auch sehr, habe ich auch wieder einen kleinen Spruch geschafft und dann auf der anderen Seite meine Erinnerungen eingetragen. Im Dezember wieder ein Rotkehlchen und jetzt zeige ich euch gleich, was ich stattdessen ab Juli für die Planung benutzt habe. Einen Planer zu benutzen, der schon eine feste Struktur hat, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, eine Struktur vorzugeben. Da habe ich auch verschiedene Bereiche, weil vorne sind ja auch so Übersichten drin, die verschiedenen Bereiche, hinten sind auch noch Notizseiten, die habe ich mir markiert, für dass ich da immer schnell drauf zugreifen kann. Und ich zeige nur einmal, wie das so aussieht. Es ist dann so eine ganz klassische Wochenübersicht, die ich jetzt immer nutze. Für mich ist das sehr praktisch, weil die Zeiten, man kann die Sachen direkt der Zeit zuordnen. Man kann Notizen machen. Beim Sonntag kann man sich Wochenziele aufschreiben. Man hat unten genug Platz für Notizen. Ich finde das für mich sehr praktisch. Wie gesagt, vorne ist auch nochmal so eine Monatsübersicht. Dann ist da auch so eine Projektübersicht drin. Hinten sind leere Seiten für Notizen. Ja, das hilft mir einfach, dann besser da strukturiert zu bleiben. Zusätzlich habe ich für die Arbeit auch noch so ein Heft, wie ich für die Ziele hatte, wo ich auch einfach nur Notizen für die Arbeit mit schreibe. Und ja, irgendwann habe ich dann auch angefangen, diese ganzen privaten Termine, die habe ich jetzt tatsächlich auf dem Handy digital, damit ich auch von unterwegs immer gleich, wenn ich einen Termin vereinbaren muss zum Beispiel und den Planer gerade nicht zur Hand habe, dass ich immer genau weiß, wann, wo meine Termine liegen. Das ist einfach praktischer. Deswegen nutze ich eigentlich jetzt, seit ich diesen Planer dann angefangen habe zu nutzen, das war zum Glück einer, der im Juli anfängt und dann bis ja, Ende 24 Dezember geht. Ja, da benutze ich eigentlich ja, seit Juli, August tatsächlich die Monatsübersicht im Handy, seitdem auch jetzt für die anderen Monate und immer die Wochenübersicht. Ich hatte ja immer gedacht, dass ich dann so tägliches Bullet Journaling mache. Aber das habe ich dann im Bullet Journal nicht mehr gemacht, weil das
hatte da ja auch immer diesen künstlerischen Anspruch, dem bin ich dann nicht mehr gerecht geworden. Deswegen hat dann eine Freundin netterweise mir so einen Kalender geschenkt. Ein Wochenplaner, wo dann auch immer schon so eine Wochenplan ist. Und dann habe ich den einfach immer benutzt und wenn der vollgeschrieben war, die Seite rausgerissen. Das fand ich dann, ja, das war dann halt auch schon vorstrukturiert. Und ich habe dann einfach, ja, vollstrukturierte Sachen gebraucht und es nur geschafft, die Highlights dann sozusagen auf der einen Seite dann einzutragen. Was auch okay ist, denn ein Planer ist ja für einen da und wenn sich die Situationen verändern, dann verändert sich halt auch, wie man seine Planer nutzt. Genau, das hat sich planermäßig bei mir verändert und ja, ich habe aber gemerkt, dass mir das schon fehlt mit meinem Bullet Journal, deswegen möchte ich jetzt versuchen, jetzt ist ja auch alles nicht mehr ganz so neu und so frisch, für 24 in meinem Bullet Journal wieder weiterzumachen. Gerade diese Übersichtsseiten mit den Zielen, mit den Habit-Trackern, mit der Reflexion, das hat mir schon sehr gefehlt. Und auch die Möglichkeit haben, was ja das Tolle daran ist, dass man Dailies machen kann. Man muss keine Dailies machen und man verschwendet keinen vorgegebenen Platz. Das ist ja auch wunderbar. Deswegen werde ich dieses Jahr versuchen, das wieder intensiver zu nutzen. Ich werde keine Monatsübersichten mehr machen, aber vielleicht schaffe ich es ja doch auch bei den Dailies auch ein bisschen mehr journalmäßig zu zeichnen. Das ist ja immer schon ein Vorsatz von ganz lange von mir. Und ja, da bin ich gespannt. Ich mache ein Setup-Video, ja, dass ich bei dem Planer, ich glaube, dieses Jahr werde ich als Thema Gartenblumen wählen. Jetzt hatte ich letztes Jahr Gartenvögel, Gartenblumen. Dann geht es, ich weiß gar nicht, ob das schneller geht, weil mit Blumen habe ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen, bis auf das eine Schneeglöckchen, was ich gezeichnet habe. Ja, so viel zum Planungsteil. Jetzt kommen wir zu meinen Journals, die ich benutzt habe. Zuallererst, das ist eine ganze Menge, habe ich benutzt dieses kleine Cover. Und das war immer in meiner Tasche, dass ich mir da immer Notizen machen konnte oder auch was zeichnen, wenn ich unterwegs war. Und das fand ich total gut, dass das so geschützt ist. Und es ist auch ein gutes Format zum Mitnehmen. Dann hatte ich Anfang des Jahres 2023 noch dieses Tagebuch als klassisches Tagebuch-Journal. Da passiert auch nichts Spannendes drin. Da schreibe ich wirklich einfach mit der Hand abends, nicht immer abends rein. Manchmal, wenn ich im Urlaub bin, da habe ich einmal eine Reise mit meinem Papa gemacht. Da habe ich ein bisschen gezeichnet, aber eigentlich schreibe ich da einfach immer nur Tagebuch rein. Und das habe ich dann vollgeschrieben. Im Herbst dieses angefangen. Dieser grüne Hase war auch ein Geschenk. Und da habe ich dann tatsächlich mal, das kann ich dann zeigen, so eine Collage reingemacht mit verschiedenen Papieren für die Startseite. Ja, und bin dann in diesem Hasenthema geblieben und habe dann auch so ein Lineal gebastelt mit so einem fertigen Block, das dann damit passt. Und wie gesagt, da schreibe ich einfach nur rein. Ein normales Tagebuch-Journal. Dann habe ich auch so ein kleines Dankbarkeitsbuch angefangen. Aber da bin ich nicht so weit gekommen. Da habe ich irgendwie die ersten 5 Seiten. Das habe ich nicht so regelmäßig geschafft. Naja, mal gucken, ob ich das jetzt in 2024 dann mehr nutzen werde. Ist das hier mein Reading Journal? Das habe ich so auch noch nicht gezeigt. Da schreibe ich eigentlich auch immer nur auf, welches Buch ich gelesen habe und die Namen von den AutorInnen. Genau, ja. Da mache ich auch immer so eine kleine Titelseite, aber auch nichts Großes. Ja. 2023 für deine Leseliebe. Ja, manchmal dann schreibe ich auf die Bücher, was ich als Hörbücher gehört habe, was ich als E-Book gelesen habe. Da bin ich sogar noch drüber hinausgekommen. Ja, und ist jetzt nicht so ein fancy Reading Journal. Ich liebe ja diese Reading Journal Videos und wünschte, dass meins auch so wäre. Aber so habe ich wenigstens ein bisschen Platz. Am Anfang, als ich das, habe ich auch schon sehr lange, das habe ich 2014, glaube ich, angefangen. Da habe ich dann auch mir sehr viele Gedanken auch über die Bücher gemacht. Und das auch aufgeschrieben oder Zitate rausgeschrieben. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal wieder mehr zu komme. Aber momentan freue ich mich schon, dass ich diese Listen habe. Dann kommen wir zu meiner letzten Kategorie, meinen Skizzenbüchern bzw. meinen kreativen Journalen. Ja, das geht jetzt auch schnell, da war gar nicht so viel. Hier habe ich angefangen. Das hatte ich damals aus dem Tarotgarten mitgebracht. Das war genau diese Reise, die ich mit meinem Papa gemacht habe. Da habe ich tatsächlich kreatives Schreibaufübungen drin gemacht. Das waren ein paar Übungen aus dem Buch, was ich mir dazu aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Ein paar Übungen habe ich gemacht. Das war alles
ja genau, im März. Aber dann hatte ich dann auch dafür keine Zeit mehr, was schade ist. Und ich hoffe, dass ich ja da dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr drin schreibe. Diesen Journal, das hatte eine Freundin von mir mal designt. Da habe ich wirklich mal versucht, so ein bisschen dieses Journaling drin zu machen, wo ich auch manchmal so ein bisschen meine Gedichte drin schreibe oder wo ich dann wirklich dann auch mal, das sieht man jetzt ganz schlecht im Bleistift, einfach mal skizziert habe, wie das da aussah, wo ich sitze oder wo ich skizziert habe, was ich gegessen und getrunken habe. Dann habe ich das versucht auch mit Buntstiften zu kolorieren und dann auch immer so kleine Texte zu schreiben. Die wollte ich dann alle nochmal überarbeiten und mit Füller richtig reinschreiben. Dazu bin ich dann natürlich wieder nicht mehr gekommen. Ja. Da habe ich so ein paar Journal-Einträge. Hier nochmal die Sicht aus dem Fenster von diesem Café. Und das war dann im Februar. Das war sogar noch vor dem anderen Journal. Dann hatte ich ja Anfang des Jahres dieses wunderschöne Skizzenbuch bekommen mit Aquarellpapier im Landschaftsmodus, weil ich ja nach dieser Reise 2022 mit meinem Vater so begeistert war von diesen Landschaften in der Toskana, dass ich gedacht habe, ich müsste Landschaften in Aquarell malen. Und da drin habe ich tatsächlich alle meine Aquarellfarben getestet. Und das war es dann auch. Also das habe ich immer noch vor. Und mal sehen, wie das in 2024 so wird. Ob ich das schaffe. Und das letzte ist dann mein großes Skizzenbuch. Ja, ich komme mit dem Format nicht so richtig gut zurecht. Ich brauche eigentlich ein A5-Format, das weiß ich jetzt. Und ja, hier war nicht so viel drin los. Das war noch aus dem Jahr 2022. Da hatte ich damals eins meiner ersten, ich glaube sogar mein erstes YouTube-Shorts dazu gemacht, aber das ist leider auch nicht mehr online. Ja, ich mag es gerne. Dann hatte ich, das war jetzt aber schon aus 23, einmal diesen Schmetterling gezeichnet. Da wollte ich meine Buntstifte wieder ein bisschen ausprobieren. Das war eine andere Marke. Und dann, genau, hatte ich eigentlich davor dieses Kleeblatt gezeichnet. Das war dann mein zweites Shorts oder mein drittes. Frohes neues Jahr 2023. Monatelang nichts passiert, erst im Oktober wieder. Im Oktober habe ich ja wieder tatsächlich eine Skizze gezeichnet. Das ist so eine ja, Stoffhexe, die ich schon habe, seit ich in der Grundschule war. Ich erstmal so ganz fahrig abgezeichnet. Dann kamen mir wieder so ein paar Ideen für Herbstgedichte. Da war ich so ein bisschen inspiriert. Und dann habe ich diese Hexe nochmal gezeichnet. Tatsächlich. Und habe mir dann ein bisschen mehr Mühe gegeben. Weil ich dann auch die Idee hatte, dass ich damit vielleicht ein richtiges Bild malen könnte. Lage für mein erstes Gemälde seit Tausenden von Jahren wieder benutzt. Das ist nicht so super geworden. Ich kann es aber trotzdem mal kurz zeigen. Ja. Da war ich inspiriert und habe meine Gouachefarben rausgeholt. Es ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber dafür, dass ich seit so langer Zeit gar nicht mehr damit gearbeitet hatte, bin ich doch sehr zufrieden und nichts wiegt einfach den Spaß auf, den ich diesen Sonntagnachmittag hatte, wo ich dieses Bild gemalt habe. Und ja, deswegen bin ich da sehr stolz drauf. Und das war eins meiner weiteren künstlerischen Projekte. Genau, dann habe ich tatsächlich in der Adventszeit hier noch einmal einfach nur so eine schnelle Skizze gemacht. Und genau das hier, das ist ja diese neurologische Skizzentaktik, wo man nach so einem Impuls versucht, das irgendwie zu zeichnen. Das hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, das hat mich irgendwie an eine Maus und an einen Walfisch gleichzeitig erinnert, dass ich jetzt denke, meine nächsten Skizzen dieses Jahr könnten ja dann vielleicht mal ein Wal und eine Maus sein. Also auch für dieses Jahr ist jetzt das Ziel, dass ich dieses Skizzenbuch vielleicht dann mal zügig voll kriege. Das ist natürlich auch sehr ambitioniert. Aber ich würde halt wirklich gerne wieder auf A5 umsteigen. Das war mein Rückblick. Ich habe auf jeden Fall gesehen, an welchen Sachen ich weiterarbeiten möchte. Und freue mich jetzt schon drauf, mein Bullet Journal wieder zu benutzen. Und dann sehen wir uns beim Setup für 2024. Ich wünsche euch allen eine künstlerische Woche. Macht es gut!